ihr seid bei Heidi Leibt. Heute geht es um das Heften auf Bünden. Viele haben gesagt, zeig mal, wie das geht. Heute fangen wir damit an. Und zwar fangen wir an mit gut gearbeiteten Vorsätzen. Gute Vorsätze sollte man immer haben, aber so ein Buch braucht sie ganz dringend. Denn wenn man die Vorsätze nicht ordentlich arbeitet, dann zieht das Buch nicht sauber auf. Das heißt, wenn man den Deckel anhebt, zieht Papier zu viel mit nach oben. Und darum sauber arbeiten ist jetzt das A und O. Schaut mal zu. Heute brauchen wir die vorbereiteten Lagen, 2 Vorsätze, 2 Streifen Schirting, etwas Schmutzpapier zum Anschmieren und Leim und Pinsel. Schauen wir uns das hier nochmal an. Das ist der Buchblock, den ich binden möchte. Der besteht aus einzelnen Lagen. Eine Lage besteht in diesem Fall aus 2 Bögen Karton. Es wird ein Skizzenbuch aus einem etwas festeren Karton, in diesem Fall 200 Gramm. Mehrere Lagen bilden dann den Buchblock. Dann brauche ich noch 2 Vorsätze und 2 Streifen Schirting. Das alles verbinde ich jetzt miteinander. Wichtig ist, dass wir die Lagen richtig niederhalten. Das heißt, wir nehmen sie nochmal, greifen bis zur vorletzten und nun lassen wir die Lagen fallen und falzen sie alle nochmal streng nach. Der Buchbinder würde sie jetzt eigentlich einpressen. Da wir aber alle nicht eine Stockpresse zu Hause haben, müssen wir uns dann behelfen, dass wir mit Kraft arbeiten. Ihr könnt sie dann nochmal mit einem Gewicht zwischen Bretter legen und sie ein bisschen so ruhen lassen. Dann dürft ihr sie aber verarbeiten. Jetzt nehmen wir 2 davon weg. Das sind die 2 Lagen, die wir jetzt mit Vorsätzen versehen. Hier, das sind meine Vorsätze. Die sind genauso groß wie das geöffnete Format meiner Lagen. Wichtig ist, alle Materialien haben die Laufrichtung parallel zur Bindekante, also zum Falz. Das ist wichtig, da wir ja noch mit Leim arbeiten. Das hier sind die Vorsätze, die nun auch halbiert gefalzt werden. Einmal und ein zweites Mal. So ein Buchblock ist symmetrisch, das heißt von vorne und von hinten wird jeweils eine Lage vorgesetzt, mit einem Vorsatz versehen und einem Schirting verstärkt. Als erstes kleben wir nun das Vorsatz vor. Dafür legen wir uns die Lage mit der geschlossenen Seite von uns abgewandt, nehmen das Vorsatz und legen es leicht über die Tischkante. Wenige Millimeter ragt das Vorsatzpapier über die Tischkante heraus. Nun nehmen wir ein Schmutzpapier und decken das Vorsatz so ab, dass wir hier ca. 2 bis 3 mm haben, die wir anleimen können. Jetzt nehme ich das Vorsatz, wende es so, dass die Leimkante nach unten weist, nehme die Lage und setze das Vorsatz von oben auf. Und zwar so, dass es ganz leicht in der Fläche zurückgesetzt wird. Ich zeige euch gleich nochmal von nahem, was das heißt. Ich setze es gerade auf, ca. 1 mm zurückgesetzt. Wenn ihr euch das nun genau anschaut, dann seht ihr, dass das grüne Papier ein wenig zurückgesetzt ist zur Kante der Lage. Das machen wir nun ein zweites Mal. Die Lage liegt mit der geschlossenen Seite von uns weg. Das Vorsatz liegt vorne an der Tischkante. Wir decken es wieder so ab, dass wir ca. 3 mm anleimen. Vorsatz wenden und auf die Lage aufsetzen. Nun haben wir beide Lagen mit dem Vorsatz versehen. Nun müssen wir das Vorsatz verstärken. Es klebt hier jetzt nur an diesen 3 mm Leimkante. Darum verstärken wir es mit Schirting. Das wird jetzt hier aufgesetzt und leicht umgeklappt. Der Schirting dreht sich oft gerne, dann könnt ihr das mal ein bisschen gegenziehen, damit er wieder planer ist.
Einmal machen wir gleich den zweiten mit. Wir legen den Papierstreifen auf Makulatur ab, nehmen den Pinsel. Wir brauchen dicken Leim und streichen mit dem Pinsel den Leim schön gleichmäßig auf den Schürting auf. Jetzt legen wir den Schürtingstreifen gerade vor uns hin, nehmen die Lage und drehen das Vorsatz nach unten. Hier vorne ist die geschlossene Kante. Und jetzt setzen wir das Ganze so auf den Schürting auf, dass der Schürting noch ca. 2-3 mm vorlugt. Nicht viel, nur ganz wenig. Ich zeige es gleich wieder von nahem. 2-3 mm. Drehen das Ganze wieder zur Tischkante und heben diese Millimeter jetzt hoch. Der Schürting umleimt diese Kante ganz leicht, sie geht aber nicht ins Format voll, sondern nur ganz wenig um diese Kante herum. Wir wiederholen das Ganze. Wir leimen den Schürting an. Schön gleichmäßig. Legen den Schürting quer, Schmutzpapier entfernen, drehen die Lage so, dass das Vorsatz nach unten zeigt. Hier ist die geschlossene Seite und legen die Lage so auf, dass der Schürtingstreifen noch ca. 2 bis 3 mm sichtbar bleibt. Nun drehen wir das zur Tischkante, legen es auf, damit wir mit dem Daumen das Material anheben können. Und wir schauen uns das nochmal an. Das Material liegt hier wirklich nur 1 mm auf dem Format. Nun haben wir die Vorsätze vorbereitet und im nächsten Schritt können wir dann zum Fadenheften übergehen. Die guten Vorsätze sind angebracht. Das heißt, ihr könnt sie auch mit ins neue Jahr nehmen. Nächstes Jahr werden wir dann auf Bünde heften. Arbeitet sauber und genau. Das sind die besten guten Vorsätze, die ihr haben könnt. Und bleibt weiter mit auf meinem Kanal. Liked mich, teilt mich, abonniert mich. Bis dann!